Guten Morgen. Heute nehme ich dich mit in meinen ganz persönlichen Alltag als Vollzeitkünstlerin. Ein Video, das ein bisschen anders ist als sonst, denn heute geht es nicht sofort ans Malen, sondern wir starten gemeinsam in den Tag. Ich zeige dir, wie mein Leben als Künstlerin wirklich aussieht, vom Aufwachen ohne Wecker, dem ersten Tee, über die ruhigen Momente im Atelier bis hin zum lebendigen Miteinander in meiner Kunstschule. Ich bin jetzt im Garten, heute ist ein wunderschönes Wetter und ich setze mich gerne an solchen Tagen raus mit meiner Tasse Tee und genieße eine Weile die Natur und die Stille. Morgens früh ist noch richtig still in den Gärten, kein Geschrei und das ist so beruhigend, so inspirierend. Es fängt alles jetzt an zu blühen. Ich zeige dir, der erste Rhododendron ist jetzt am Blühen. Der Garten ist so schön. In solchen Momenten kann ich viel drüber nachdenken. Ich entwickle die Pläne, mache mir Gedanken über alles, was als nächstes zu tun ist, was ich noch erledigen muss, was möchte ich demnächst machen. Das ist wie so ein Check-up im Kopf, was alles zu tun ist. Und das ist gut, dass das stressfrei alles ist. Dass ich nirgendwo laufen muss, nirgendwo hin mich beeilen muss. Dass ich alles nach und nach erledigen kann. Dass ich da so einen eigenen Rhythmus habe. Das ist gut. Das ist wirklich ein Privileg. Da ist der erste Rhododendron, der blüht. Normalerweise, wenn er blüht, dann haben wir richtig kalt hier und regnerig. Und dieses Jahr haben wir so einen wunderschönen Frühling. Warm und sonnig und trocken. Da freut sich die Natur drüber und auch ich. Ich liebe es, wenn es nicht so warm, nicht so nass ist. Und wenn ich mit dem Tee fertig bin, dann fahre ich zum Einkaufen. Meistens verbinde ich das auch mit einem Spaziergang. Ich gehe entweder im Wald oder wie hier über die Felder spazieren. Es ist zurzeit die Rapszeit. Der Raps blüht. Ich zeige dir gleich, das dauert noch ein bisschen, bis ich da angekommen bin. Aber jetzt erstmal ja, guck dir das mal an. Ist das nicht inspirierend? Da ist der Raps. Und es liegt so ein wundervoller Duft in der Luft. Es ist wirklich ein Genuss für alle Sinnen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt im Auto wieder zurück. Es geht jetzt nach Hause. Zu Hause werde ich erstmal frühstücken und dann beginne ich heute ein neues Gemälde. Und heute Abend habe ich einen Kurs und du darfst mich natürlich auch dorthin begleiten. Geht los!
Yes. Und erst ab 12 Uhr frühstücke ich. Ich liebe es, so spät zu frühstücken. Das ist quasi für mich beides in einem, Frühstück und Mittagessen gleichzeitig. Und ich esse bestimmt schon seit 5, 6 Jahren immer das Gleiche zum Frühstück. Mein Müsli. Oh mein Gott, ich liebe es. So, wir sind jetzt im Atelier. Es kann also losgehen. Das ist ein Ritual. Ich begrüße meine neue Leinwand und sie kriegt von mir ein paar Streicheleinheiten, und so verbinde ich mich mit der Leinwand oder mit der Tapete, wenn ich auf Tapete male. Und dann sind wir eins. Ich starte mit dem Wasser. Dieser erste Schritt, der erste Pinselstrich oder die erste Linie, die ich auf die jungfräuliche Leinwand setze, ist immer sehr, sehr berührend. Berührend und zugleich aufregend. Ich habe manchmal richtig eine Gänsehaut, weil es ist wie Neuanfang für etwas Unbekanntes, ein Start in ein neues Abenteuer. Und das ist total aufregend. Das ist die Aquarellkreide. Ich male mit 2 verschiedenen Kreidesorten, mit Aquarellkreide und mit Pastellkreide. Meine Leinwand ist im Moment noch feucht und was Pastellkreide betrifft, das kann man sehr gut nicht nur auf trockenem Untergrund verwenden, sondern auch auf nassem oder feuchtem Untergrund. Und das kann man dann sehr schön mit den Händen verreiben. Wie ich schon gesagt, das ist sehr aufregend. Manchmal ist es so aufregend, dass ich da so ganz komische Geräusche mache. Schreie, juble, das fließt, das macht mir so viel Freude. Also wundere dich nicht. Es wird noch ein anderes Video geben, wo ich nur dieses Bild zu Ende male. Das ist heute nur ein kurzer Ausschnitt. Deswegen erkläre ich hier auch nicht so viel. Erklärungen wird es in einem anderen Video nächste Woche geben.
Ich ziehe mir nur noch die Schuhe an und es geht los. Ich brauche noch ca. 20 Minuten bis zum katholischen Bildungswerk. Je nachdem, wie der Verkehr ist, kann es auch länger dauern. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Ich bin jetzt im katholischen Bildungsforum angekommen und gehe jetzt zu dem Raum, wo der Unterricht stattfindet, und zeige euch die ganzen Arbeiten, die wir da machen. Ich gehe sehr leise in den Raum. Die Arbeit ist schon voll im Gange. Es läuft leise Musik im Hintergrund. Das mache ich immer im Unterricht, damit die Teilnehmerinnen sich auf ihre kreativen Prozesse komplett einlassen können. Es wird sehr wenig gesprochen und wenn, dann sehr leise, damit keiner sich gestört fühlt. Am Steuer. Sie ist so lieb und fährt sogar die Schülerin nach Hause. Ja, jetzt haben wir 20:32 Uhr und sind gerade fertig geworden mit dem Malen und könnten wahrscheinlich noch länger da sitzen und quatschen und Ideen austauschen. Aber jetzt geht es nach Hause und ich bin ziemlich müde. Aber ich habe hier jemanden im Auto sitzen, eine wundervolle Frau. Willst du mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Dankeschön. Wie habe ich die Elena kennengelernt? Ich bin als Rentnerin schon seit 1,5 Jahren häufig in Marokko gewesen, meine zweite Heimat, und habe dort die Idee gehabt, mich mit Malerei zu befassen. Und bin in eine Malschule gegangen, hat mir wenig gefallen. Ich hätte gerne irgendwas Intuitives gemacht und habe dann auf YouTube entsprechend gesucht. Und da sind mir die Videos von Elena Büchel sozusagen vor die Füße gefallen. Und ich habe in Marokko ein Video nach dem anderen verschlungen. Und in irgendeinem Video sprach sie dann von Leverkusen. Und dann habe ich natürlich ganz große Ohren bekommen und recherchiert und musste dann feststellen, dass Elenas Malschule 3 Minuten von meiner deutschen Wohnung entfernt ist. Ich habe es nicht geglaubt. Sitze in Marokko, finde Elena und wir waren die ganze Zeit nur 3 Minuten entfernt. Ja, und jetzt darf ich noch ein paar Stunden als Schülerin an einem Kurs teilnehmen, bevor ich dann endgültig nach Marokko gehe. Ja, ich habe früher so viel wie gar nicht gemalt. Mal ein bisschen rumgekritzelt. Zwischendurch einmal, wie gesagt, in Marokko versucht, in einem Atelier ein bisschen zu malen. Aber da habe ich mich auf Abbildungen von irgendwelchen Dingen beschränkt. Zum Beispiel habe ich Schildkröten in der Natur gesehen und wollte dann eine Schildkröte malen. Und gut, aber dieses intuitive Malen, was Elena eben macht, das ist was meine Seele angesprochen hat, und da soll die Reise hingehen. Ja, und im Kurs sind wir ganz unterschiedliche Frauen, die auch ganz, ganz unterschiedliche Dinge malen, und es herrscht eine so herzliche und lockere Atmosphäre, dass mir das Weggehen fast schon schwer fällt.
aber nur wegen des Malkurses. Und dann haben wir heute rumgesponnen und haben gesagt, wir könnten ein wunderbares Retreat in Marokko machen und alle sollten mitkommen und wir könnten uns dort treffen und ja, vielleicht ein paar schöne Tage zusammen verbringen. Das wäre ganz wunderbar. Das ist doch ein Traum. So, also ihr wisst Bescheid, wir planen den nächsten Retreat in Marokko. Ihr könnt euch überlegen und wenn ihr Bock drauf habt, dann kommt ihr mit. Nach Marokko, Essaouira. Ihr Lieben, ich bin noch kurz im Atelier und wollte mir nochmal das Bild anschauen. Es ist jetzt fast 10 Uhr. Ich gehe jetzt schlafen und möchte mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Vielleicht ist es langweilig gewesen. Meine Tage sind sehr routiniert. Es gibt nicht sehr viel Abwechslung. Aber ich liebe diese Routinen. Ich liebe mein Atelier. Ich male fast jeden Tag. Zurzeit betreue ich 3 verschiedene Gruppen und insgesamt sind das vielleicht ja 24, 25 Menschen so in dem Dreh. Das sind nur meine Live-Kurse. Ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal auf diese Treffen und gehe mit viel Freude in die Kurse. Und das ist ein Zeichen, dass all das, was ich mache, aus dem Herzen kommt. Auch wie dieser Film hier. So, und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Und ja, das nächste Video werde ich für euch in einer Woche hochladen. Dann seht ihr, wie das Bild entsteht und was daraus geworden ist. Jetzt ist aber erstmal Schlafen angesagt. Ich freue mich auf eure Kommentare und bin gespannt, ob es euch gefallen hat.